Hallo, mein Name ist Matthias Simon und ich begrüße euch heute in der Scheune. Kommt mit! Als ich das erste Mal in der Scheune stand, hatte ich den Eindruck, die Scheune und der Boden spricht zu mir und hat gesagt, das wird jetzt dein Landeplatz. Ich habe mir gedacht, wenn man in den Raum kommt und er ist groß, ihn erstmal ein bisschen zu unterteilen. Angefangen habe ich damit, dass ich eins meiner ersten Projekte, das ist eine 98er Phänomen, die ich in den frühen 80ern restauriert habe und habe ihr einen schönen Platz gesucht. Sie passt hervorragend hierher, weil sie ist nämlich gleichzeitig Geländer und Ausstellungsstück. Viele Elemente und viele Objekte, wie das kleine Schränkchen, das ich auch schon 35 Jahre habe, habe das mal aus einem kleinen Antiquitätengeschäft, weil ich es so schön fand, die haben alle hier ihren Platz gefunden. Alle alten Backsteine sind aus Abbruchhäusern hier aus der Umgegend. Sie sind alle zusammengesammelt, sie sind alle, jeden einzelnen in die Hand genommen. Ich kenne eigentlich jeden Backstein mit Vornamen und hier neu positioniert. Und ich habe bei dem Aufarbeiten und bei dem Sortieren, beim Saubermachen ganz viele Besonderheiten gefunden, wie auch hier die Initialen des Brandmeisters und auch hier zum Beispiel ein Feierabendstein, von dem ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Da wurde praktisch zum Feierabend ein Kreuz gemacht. Das ist der letzte Stein. Die Wand hat einen kleinen Schwung und ich habe erst ausprobiert, sie gerade zu machen und das passt aber nicht zum Raum, weil der ganze Raum schon sehr groß und sehr gerade ist. Also kriegt die einen Schwung und sie darf ein bisschen organisch sein, sie wird lebendiger. Und das ist jetzt mein kleines Fenster zum Garten. Der Trenner sollte ursprünglich viel höher sein. Und in der Entstehungsphase habe ich dann gemerkt, wenn ich die Wand komplett hoch machen würde, wäre der Raum dahinter dunkel und ich könnte nicht rausgucken. Also ist eine Theke draus geworden. Und ich fand das ganz schön, weil man von der Theke aus rübergehen kann in die Küche. Ich brauche einen großen Tisch, eine große Fläche, um zu arbeiten und um zu sitzen und um Schwätzchen zu halten. Und das habe ich mit dem Schreiner zusammen gemacht, der damals die Idee super fand, mal einen Kochplatz zu machen, der 4 Meter lang ist. Es gibt keinen schöneren Platz, um abends oder tagsüber zu kochen und eben auch die Aussicht zu genießen. Jetzt möchte ich mal mit euch in den Wohnbereich gehen. Ich hatte immer die Vorstellung, in einem alten Industriegebäude zu leben. Mich hat immer gereizt, so das Leben auf einer Ebene mit alten Steinen. Aber so diese ganz klassischen Industriehallen, die wir so kennen, gibt es hier nicht. Und es war eigentlich von der ersten Sekunde an irgendwas Besonderes. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, der Hof ruft mich. Was mich fasziniert hat von außen, ist eben die Ausrichtung nach Süden, die Kombination mit der Wiese. Und mir war klar, das muss aufgehen. Das Dach muss aufgemacht werden und es muss Sonne hier rein. Das war eine Riesenaufgabe. Ich habe die ersten Gespräche mit dem Zimmermann geführt. Nach einer halben Stunde war klar, hier muss ein neues Dach drauf.
Die Fensterfront selber hat 18 Meter, ist 3 Meter hoch und kann auf 6 Meter aufgeschoben werden, so dass ich den Raum innen und außen verbinde. Und das ist das, was ich hier eben so ganz besonders finde, dass es keine klare Grenze gibt zwischen innen und außen. Also auch eine große Aufgabe war, den Raum zu beleuchten. Das war mir am Anfang gar nicht klar und ich habe das irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe die Lampen selber mal aus einer alten Industrieanlage gekauft, weil ich sie schön fand und habe einfach gesagt, ich nehme erst mal 8 Stück, weiß der Teufel, wofür ich die brauche, aber ich finde sie schön. Und als ich hier drin angefangen habe zu leben, habe ich gemerkt, dass nur nach unten leuchten ist es nicht. Der Raum braucht auch Licht nach oben. Und dann habe ich sie umgedreht. So ergibt es ein ganz tolles, warmes Licht und zeigt eben auch die Höhe des Raums und macht ihn ein bisschen kathedral. Als ich das erste Mal hier drin war, habe ich gedacht, okay, das Ding kann man ausbauen, aber wie kriegt man das denn warm? Das hat eine Grundfläche von 250 Quadratmeter und ein umbauter Raum von fast 1000 Kubikmeter. Und mir war nicht klar, wie geht das denn? Und dann habe ich mit dem Heizungsinstallateur gesprochen, der hat gesagt, ganz klar, wir machen Fußbodenheizung. Für die Romantik ist der kleine Kaminofen da. Es ist sehr schön, wenn man sich im Winter ins Bett legt und macht den Kaminofen an und liegt vorm Feuer und kann dann rausgucken. Also die Scheune ist ungefähr 1860 gebaut. Ich habe aus einem Nachbardorf einen alten Sturz gerettet, der ungefähr das gleiche Alter hat. Und es ist selten, dass man Sandsteinschürze mit einer Inschrift bekommt. Und von daher habe ich gedacht, er braucht einen besonderen Platz. Ich muss irgendwo duschen, baden, auf die Toilette gehen. Und dann habe ich den Bereich abgetrennt. Dass die Wände nicht ganz nach oben gehen, war ein bisschen Experiment, weil ich nicht wusste, wie sich das akustisch verhält. Aber ich wollte eben die Raumhöhe bewahren und wollte nicht schnurgerade, glatt abgeschnittene Wände haben. Dann gehen wir jetzt mal durch in den Arbeitsbereich. Ich habe hier ein Homeoffice, von dem ich hier arbeiten kann. Und dann können wir jetzt weitergehen, dann zeige ich euch meinen Lieblingsraum. Das war von Anfang an klar, wo die Badewanne hinkommt und dass ich aus der Badewanne raus in den Garten gucken kann. Wenn ich schon so eine große Glasfläche habe, dann will ich auch rausgucken. Habe in England eine Badewanne bestellt, weil es die einzige ist, die es in dieser Form gibt. Und habe praktisch das Badezimmer um die Wanne drumherum gebaut. Für die Dusche hatte ich mir eine besondere Armatur ausgesucht, die auch den alten Stil aufgreift und habe nicht daran gedacht, dass sie eine besondere Einbautiefe hat und ich hier nur 12 cm Wandtiefe habe und die Armatur hat 10,5. Das heißt, ich habe hier abends mit der Bohrmaschine und der Nagelfeile gesessen und habe mühevoll, ohne dass praktisch die Wand durchbrochen wird, die Armatur eingepasst.
Ich habe hier einen Waschtisch gefunden aus den 30er Jahren, habe den aufgeschnitten, damit das Waschbecken Platz hat. Und das große Waschbecken, finde ich, passt wunderbar in den Raum, passt zur Kommode und das hat sich hier hervorragend integriert. Als ich angefangen habe, das alte Gebälk abzubauen, hat sich dann ergeben, ja, wir können nicht einfach so das neue Gebälk aufstellen. Hier muss praktisch ein neuer Ringanker drauf gegossen werden, weil alle Mauern, auch die Grundmauern hier, sind Natursteinmauern, die sind nicht glatt. Das heißt, ich kann nicht einfach mal irgendwas drauflegen und was festschrauben. Und dann habe ich im März 2020 angefangen, den Dachstuhl aufzustellen. Das war schon sehr anstrengend. Und dann fing es an zu regnen und es regnete und regnete und regnete. Und wo läuft das Wasser rein? In die Elektroinstallation und es flogen mir hier 65 Ampere Sicherungen um die Ohren. Und ich habe einen Sicherungskasten aufgemacht und da drin hat es gebritzelt wie ein Weihnachtsbaum. Das fand ich nicht lustig. Ich war an Punkten, wo ich gedacht habe, nicht nur ich schmeiße alles hin, sondern ich habe alles hingeschmissen und mein Geld ist jetzt weg und ich sitze jetzt hier und ich habe hier noch nicht mal mehr ein Dach über dem Kopf und ich weiß auch nicht, wie das weitergeht. Und dann habe ich auf der Wiese abends Feuer angemacht und habe mich hingesetzt und eine Flasche Wein getrunken. Und das waren Momente, die dann trotz alledem auch geholfen haben. Und das ist, glaube ich, auch so eine ganz völlig normale Bauherrenphase. So, und jetzt nehme ich euch mal mit, einmal quer durch und dann gehen wir mal in das Spielzimmer für große Jungs. So, jetzt sind wir in dem Raum, den sich alle Männer wünschen, dass man von der Wohnung aus in die Werkstatt geht. Ein großes Haus braucht eine große Werkstatt und nicht nur fürs Haus, sondern auch fürs Motorrad. Hier wird sehr viel Motorräder geschraubt und repariert und poliert und ich zeige euch mal. Damit man sich nicht so bücken muss, kann man das bequem auf Arbeitshöhe fahren und wunderbar schrauben. Und hier gibt es noch all das, was man braucht, um ein großes Haus instand zu halten und Motorräder zu reparieren. Das findet sich alles hier in der Werkstatt. Dann gehe ich mal mit euch in den Hof. Der gehört ja noch zur Scheune dazu und auch das Haus, in dem meine Schwester wohnt. In der haben wir 1,5 Jahre zusammen gewohnt in der Umbauphase und es war eine sehr spannende Zeit. Und heute wohnt sie allein in dem Haus. Ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass ich so leben darf und kann sehen, wie viel Arbeit das war und weiß es zu schätzen und finde es ist ein wunderbares Objekt geworden. Das war die Roomtour durch meine Scheune und wenn ihr mehr Häuser sehen wollt, dann klickt hier oder abonniert den Kanal. Tschüss!